Aufgrund der aktuellen Situation war ich gezwungen, einen neuen Nebenjob anzunehmen, der ein bisschen Geld einbringt, damit wir einfach auch den Lebensstandard weiterhalten können. Grundsätzlich finde ich es gut, für die Sachen bezahlt zu werden, die man gerne macht. Ich habe gern gefeiert, deswegen habe ich mich fürs Feiern bezahlen lassen. Das ist meine Chefin, die ist super cool. Das passt aber irgendwie nicht mehr in meinen aktuellen Lifestyle, deswegen musste was anderes her. Ich stehe gern früh auf, laufe viel und höre gern dabei Musik. Guten Morgen. Also ich finde ja, Hass ist ein viel zu starkes Wort. Aber ich hasse E-Mails. Ich bin total unwichtig, habe nichts zu sagen und ich bekomme viel zu viele E-Mails. 20 ungefähr sind jeden Tag davon zu beantworten. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, 3/4 der Welt ist nur damit beschäftigt, den halben Tag die Del-Taste zu drücken. Oh, hast du Angst vor dem? Warte, komm, bleibe. Komm. Frei. Morgen. Um eine Hausarbeit fertigzustellen, brauche ich noch ein Zitat aus einem Podcast. Ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben. Das Problem ist, davon gibt es 2. Und jeder von den Podcasts ist 2,5 Stunden lang. Gibt mir jetzt aber hier die Möglichkeit, den Coolen zu spielen, ein Rezept abzuholen und ich bin zum Mittagessen verabredet.
the opportunity to work with a quality physician? Well, because as I mentioned before, children with ADHD, and it turns out adults with ADHD, tend to pursue sugary foods or any types of food that increase their levels of dopamine. They are naturally drawn to those foods, whether or not they realize it or not, presumably as a way to try and treat their lack of focus and impulsivity. People with ADHD tend to have many more attentional blinks than people that don't. And this is true for children and for adults. This is an important point, so important that I want to emphasize it twice in case you attentionally blinked. If you see something that you're looking for or you're very interested in something, you are definitely missing other information, in part because you're over-focusing on something. And this leads to a very interesting hypothesis about what might go wrong in ADHD, where we've always thought that they cannot focus, and yet we know they can focus on things they care very much about. Well, maybe, just maybe, they are experiencing more attentional blinks than people who do not have ADHD. To limit or reduce the number of these attentional blinks, there are now published accounts in the literature of a simple practice done for about 15 minutes where subjects were asked to just sit quietly, eyes closed, and do what is sort of akin to meditation, but to not direct their mind into any particular state or place, but simply to think about their breathing and to focus on their so-called interoception, focus on how their body feels, if their mind drifted, to bring it back. Okay, so it's basically meditation for about 15 minutes. That might not seem like a significant or unusual practice or that it would have any impact at all, but remarkably, just doing that once for 17 minutes significantly reduced the number of attentional blinks that people would carry out. In other words, their focus got better in a near permanent way, without any additional training. Also, ich fasse mal zusammen. ADSler, esst weniger Zucker, wenn ihr ruhig bleiben wollt. An alle, wenn es mal wieder ein bisschen zu viel ist, Neckerchen machen. Andrew Huberman, Neurowissenschaftler in Stanford. Wie war dein Essen? Maschine. Oh, sieht sehr gut aus. Dankeschön. Ja, okay. Wie alt sind Sie, wenn ich frage? 88. Viel Erfolg. Okay, so. Viel Spaß. Was für ein Monster. 88 Jahre alt. Gräbt einfach seinen Garten per Hand um. Hallo. (16:12 Uhr). Um 6:45 muss ich aussehen wie ein vernünftiger Erwachsener, der sein Leben im Griff hat. Da geht Fritzi in Sport. Das heißt, ich habe jetzt mit Cooldown 2 Stunden in der prallen Sonne. Ich glaube, ich habe mich schon wieder verrechnet. Ich werde keine 1,5 Stunden mehr rechnen. Winter! Winter! There's no place else I'd rather be.
Voll cool. Viel Spaß euch. Ciao. Brot. Okay. Papa übernimmt gleich, ja? Ui. Schlafanzug ist an. Vorgelesen ist. Spieluhr ist an. Jetzt gibt es noch von der Mutter eine Druckbetankung. Ich habe ein gutes Gefühl. Meine Extrabrust habe ich auch.